dass liebe Menschen sterben, dass man selber krank wird, dass man selber irgendwann stirbt. Das kommt einfach, das ist so. Wir leben in einer verfallenen Hütte. Hier ist alles endlich, es geht alles zu Ende. Und diese Endgültigkeitserfahrung, die reißen Menschen runter, wenn die geliebte Tochter gestorben ist, wenn der Mann stirbt, wenn die Eltern gestorben sind, wenn man auf einmal arbeitslos wird. Es sind so viele Dinge, die kaputt sind in dieser Welt. Und wenn du Jesus nicht hast, wenn du das Wort nicht hast, dann musst du mit all dieser Trostlosigkeit fertig werden. Aber hast du das Wort, dann hast du den Gott allen Trostes. Da wirst du immer wieder sehen, dass du Trost bekommst. Psalm 119 heißt es im Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass mein Wort mich erquickt. Und das darf ich euch auch sagen. Ich habe so viele Menschen in wirklich furchtbaren Lebenssituationen begleiten dürfen. Da merkst du den Unterschied, ob einer Christ ist oder ob er nicht Christ ist. Ich habe 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht. Da kommst du eben auch zu den Leuten, die nicht in der Gemeinde sind. Und dann überbringst du denen die beschissenste Nachricht ihres Lebens. Das, was sie runterzieht, was nie wieder ihr Leben so sein lässt, wie es vorher gewesen ist. Die eigene Tochter ist beim Autounfall ums Leben gekommen. Der Ehemann, sie hat gerade das Kind bekommen halt. Der kommt nicht mehr nach Hause, du kannst ihn nicht mal beerdigen, denn der ist in die Maschine gekommen, ist nichts von übrig geblieben. Und dann müssen die Leute mit fertig werden. Und wer Jesus nicht hat, wer das Wort Gottes nicht hat, der nicht den Trost hat, der steht vor dem Nichts. Und die leeren Sprüche irgendwelcher Notärzte oder was weiß ich, die dann daneben stehen, wird schon alles wieder halt, wir sind für dich da, das ist alles gelogen und alles falsch. Wenn eine Tochter gestorben ist, dein einziges Kind, da wird nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist. Das bleibt hart. Aber wenn du Jesus hast, wenn du das Wort hast, dann hast du etwas, was dich trägt, was dir trotz den schlimmsten Stunden deines Lebens Trost und Perspektive gibt, wo noch Licht am Ende des Tunnels ist.